Der Krieg in der Ukraine, die drohende Hungersnot, die Klimakrise. Probleme gibt es genug für den kommenden G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Vom 26. bis zum 28. Juni tagen die Staats- und Regierungschefs der größten 7 westlichen Industrienationen. Weil Deutschland aktuell die Präsidentschaft innehat, findet das Treffen in Deutschland statt und Bundeskanzler Olaf Scholz wird es leiten. Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA. Das sind die 7 Staaten, die gemeint sind, wenn man G7 sagt. Die Abkürzung steht dabei für Gruppe der 7, was laut Wikipedia ein informeller Zusammenschluss der zu ihrem Gründungszeitpunkt bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt ist. Die Länderchefs treffen sich seit der Gründung im Jahr 1975 jedes Jahr zu einem Gipfel. Die EU ist durch ihren Ratspräsidenten Charles Michel oder Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Beobachter dabei. Dieses Jahr wird das große Thema, wie bei so vielem, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Bundeskanzler Scholz sagte dazu am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag: Russland führt einen erbarmungslosen Krieg gegen das ukrainische Volk, gegen unschuldige Frauen, Männer und Kinder. Und die Ukraine hat jedes Recht, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und es ist unsere Pflicht, als europäische Nachbarn, als Verteidiger von Recht und Freiheit, als Freunde und Partner der Ukraine, sie dabei bestmöglich zu unterstützen. Und speziell vom G7-Gipfel sollte die Botschaft ausgehen, dass die Demokratien der Welt zusammenstünden im Kampf gegen Putins Imperialismus, führte Scholz aus. Wie wichtig das Thema ist, zeigt auch der Terminplan. Jeden Tag wird wohl eine bestimmte Seite des Kriegs thematisiert. Am Sonntag soll es nach Empfang und Begrüßung besonders um die Sanktionen gegen Russland gehen. Am Montag wird dann als erster Gast der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet. Er wird vermutlich das Ausmaß des Krieges beschreiben und besonders weitere Hilfen und Unterstützung fordern. Und am letzten Tag, dem Dienstag, sieht das Programm laut Bayerischem Rundfunk vor, die neue Weltordnung nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu besprechen. Aber nicht nur der Krieg direkt wird eine Rolle spielen, sondern auch die Folgen. Am Sonntag geht es nämlich auch um die Lage der Weltwirtschaft. Es geht dabei wahrscheinlich um Lieferengpässe, die weltweit steigenden Preise und um Energiesicherheit. Auch die Hungersnot, die unter anderem Afrika trifft, wird thematisiert werden. Wegen des Krieges in der Ukraine und der russischen Blockade können Millionen Tonnen an Getreide nicht ausgeliefert werden. Außerdem steigen die Preise für Lebensmittel in der ganzen Welt, was ärmeren Ländern den Zugang zu Nahrung wesentlich schwerer macht. Um diese Probleme anzugehen, hat Kanzler Scholz direkt mehrere Gastländer eingeladen. Für den zweiten Tag werden die Staats- und Regierungschefs von Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika anreisen. Mit diesen Einladungen möchte Scholz außerdem den Zusammenhalt der demokratischen Staaten deutlich machen, wie er ebenfalls im Bundestag gesagt hat. Er betonte besonders den Kampf gegen Hunger und Armut, gegen Gesundheitskrisen und gegen den Klimawandel. Für den Zusammenhalt hat die Auswahl genau dieser 5 Staaten einen besonderen Grund. Der indonesische Präsident Widodo ist und der indische Staatschef Modi wird Präsident der G20 werden. Argentinien und Senegal sind jeweils Vorsitzende ihrer regionalen Vereinigung, Senegal bei der Afrikanischen Union und Argentinien bei der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Das Ziel der Bundesregierung in diesen Bereichen ist zum einen, das Bündnis für globale Ernährungssicherheit zu stärken, dazu gleich mehr, und zum anderen die Verständigung unter Demokratien über die Verteidigung offener Gesellschaften voranzutreiben. So steht es auf der Website der Bundesregierung zum G7-Gipfel, die ihr in der Videobeschreibung verlinkt findet. Es wird dabei darum gehen, wie Demokratien auch unter den zahlreichen autoritären Einflüssen gestärkt werden können. Scholz erläuterte im Bundestag dazu, dass es auch um die Durchsetzung der Menschenrechte gehen werde. Ein weiteres Thema des Gipfels ist der Klimaschutz. Dazu sollen die Staats- und Regierungschefs am Montag beraten. Bundeskanzler Scholz setzt sich für einen, wie er es nennt, offenen Klimaclub ein, in dem sich alle Staaten zusammentun sollen, die bis 2050 klimaneutral werden wollen. Und auch sonst betonte er in seinem Videoformat Kanzler kompakt, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit sei. Mit Blick auf den Klimaschutz erklärte er im Bundestag am 22. Juni: Das Ziel ist ein internationaler Markt mit vergleichbaren Standards. Ein Markt, der Länder für klimafreundliches Wirtschaften belohnt und sie vor Wettbewerbsnachteilen schützt. Klimaschutz wird damit zum Wettlauf um Wettbewerbsvorteile. Zum Abschluss wird es am Dienstag dann noch um Digitalisierung gehen. Hier wird das Thema Cybersicherheit eine große Rolle spielen. Am Ende soll dann auch noch eine Abschlusserklärung verabschiedet werden und es sollen Pressekonferenzen folgen, wenn denn alles nach Plan läuft. Doch der tatsächliche G7-Gipfel ist nicht die einzige Veranstaltung der Gruppe. Jedes Jahr treffen sich nicht nur die Staats- und Regierungschefs, sondern davor und danach auch immer die verschiedenen Minister und Ministerinnen. Dieses Jahr hat zum Beispiel im März das Treffen der Handelsminister den Auftakt gemacht. Für Deutschland hat daran Wirtschaftsminister Habeck teilgenommen. Das letzte sogenannte Fachministertreffen wird Mitte November stattfinden. Dann kommen die Innenminister der 7 Staaten in Hessen zusammen. Auf diesen meist zweitägigen Konferenzen besprechen die Minister Themen, die in ihrem Ressort besonders wichtig sind.
Aber gerade wegen des Ukraine-Kriegs überschneiden sich die Themen natürlich häufig. Sowohl die Außenminister als auch die Handelsminister haben über Sanktionen gegen Russland gesprochen und die Ernährungskrise beschäftigte die Agrarminister ebenso wie die Entwicklungsminister. Und durch nahezu alle Treffen zog sich der Aufruf, eng zusammenzuarbeiten. Immer wieder war davon zu hören, dass man sich eng abgestimmt habe und man entschlossen und gemeinsam handeln müsse. Diese Treffen waren allerdings nicht nur ein Austausch der Ministerien, sondern die Minister und Ministerinnen vereinbarten auch Beschlüsse. So zum Beispiel beim Treffen der Klimaminister Ende Mai. Die G7-Staaten haben sich unter anderem darauf geeinigt, aus der Stromgewinnung mit Kohle auszusteigen, vom Klimawandel geschädigte Staaten zu unterstützen und die Anpassung anderer Länder hin zu mehr Klimaschutz zu fördern. Die Außenminister und Ministerinnen haben Mitte Mai den Angriff auf die Ukraine erneut verurteilt und erklärt, niemals Grenzen anzuerkennen, die Russland durch militärische Aggression zu verschieben versuche. Und auch die Finanzminister gingen eine Woche vorher auf den russischen Angriff ein. Sie sicherten der Ukraine fast 20 Milliarden US-Dollar zu. Das Treffen zur Entwicklungspolitik konnte unter der Leitung von Bundesministerin Schulze für ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit sorgen, was von der Weltbank unterstützt wird. Dieses soll dafür sorgen, dass auch ärmere Staaten ausreichend mit Nahrung versorgt werden und diese auch unabhängig vom Weltmarkt werden und sich in Zukunft selbstständig versorgen können. Wie eben erwähnt, will auch Bundeskanzler Scholz dieses Bündnis stärken. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland spielt sich auch online ab. Das haben die Digitalminister auf ihrer Konferenz Mitte Mai festgestellt und entsprechend vereinbart, mehr für Cybersicherheit zu tun. Auch der Ukraine wolle man helfen, teilte Digitalministerin Wissing von der FDP mit. Dazu sollen IT-Systeme geliefert werden und es sei perspektivisch auch um den Wiederaufbau digitaler Infrastruktur gegangen. Übrigens treffen sich nicht alle Fachgruppen einmal im Jahr. Die Handelsministerkonferenz und das Außenministertreffen finden sogar zweimal im Jahr statt. Die Verteidigungsminister treffen sich trotz des Kriegs in der Ukraine gar nicht. Aber nicht nur die inhaltlichen Fragen sind beim G7-Gipfel relevant, sondern auch die vermeintlich kleine Frage der Organisation. 2017, als Deutschland den G20-Gipfel ausgerichtet hat, gab es in Hamburg Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten und die Stadt war für ein paar Tage ein einziges Chaos. So ein Szenario möchten die Behörden natürlich unbedingt vermeiden. Innenminister Faeser von der SPD hat nicht umsonst die Demonstranten aufgerufen, friedlich zu bleiben. Was man aber auch erwähnen muss, das Schloss Elmau, was im Süden Bayerns keine 10 Kilometer von der österreichischen Grenze liegt, hat schon Erfahrung mit einer solchen Großveranstaltung. Bereits 2015 hat der G7-Gipfel ebenfalls dort stattgefunden. Damals ist das Treffen ohne große Krawalle über die Bühne gegangen. Es gab allerdings Versuche, den Gipfel zu stören und 8 verletzte Polizisten. Damit das Großereignis erneut so glimpflich ablaufen kann, werden laut dem bayerischen Innenministerium bis zu 18.000 Polizisten in den Tagen rund um den Gipfel eingesetzt und eine Sicherheitszone rund um das Schloss eingerichtet. In diese dürfen nur Teilnehmer des Gipfels oder Menschen, die zur Durchführung beitragen. Eine besondere Bedeutung für die Polizei werden auch die angekündigten Demonstranten haben. Bereits seit Freitag protestieren Menschen gegen den Gipfel. Im nächstgelegenen Ort, Garmisch-Partenkirchen, wurde auch ein Camp eingerichtet unter dem Motto Stop G7 Elmau. Die Teilnehmenden fordern mehr Klima- und Umweltschutz, mehr soziale Gerechtigkeit und militärische Abrüstung. Außerdem ein Beenden der Hungerkrise. Auf einer ersten Demonstration am Samstagabend in München waren wesentlich weniger Menschen als von der Polizei und Veranstalter erwartet. Anstatt von 20.000 Menschen kamen nur 3.000 bis 4.000 Personen. Ein möglicher Grund ist der Krieg in der Ukraine. So ist der Pazifismus manchen, die sonst gekommen werden, jetzt zu radikal. Oder, so einer der Organisatoren, viele sagen sich, es ist jetzt nicht die Zeit, dass man eine Gegenposition zu den Regierungschefs bezieht. Trotz dieser ersten Enttäuschung für die Demonstrierenden kündigten verschiedene Gegner des Gipfels weitere Aktionen an, unter anderem einen Sternmarsch aus 4 Richtungen zum Hotel Elmau. Aber auch abseits der Proteste stellen zahlreiche Organisationen Forderungen auf. So fordern das Kinderhilfswerk World Vision und die Plattform Global Citizen konkrete Entscheidungen zur Bekämpfung von Hunger. Die Umweltorganisation Greenpeace forderte mehr Klimaschutz und den Ausstieg aus fossiler Energie. Und das Welternährungsprogramm hat 5 Handlungsempfehlungen ausgesprochen, um die humanitären Krisen weltweit zu bekämpfen. Für die Bewohner der Region Werdenfelser Land ist die Ausrichtung des G7-Gipfels mehr Plage als Freude, denn die Einschränkungen rund um den Tagungsort sind vielfältig. Zum einen müssen die Besitzer von Läden und Häusern in den Städten darauf hoffen, dass die Polizei die Lage unter Kontrolle hat und nicht zerstört oder angezündet wird. Zum anderen wird auch im Umkreis noch mit großen Einschränkungen im Verkehr gerechnet. Autobahnen können teils kurzfristig gesperrt werden, um Staatsgäste zu transportieren. Es soll weiträumig mithilfe von 20 Kontrollstellen der Polizei Umleitungen geben und in München sind zahlreiche Halteverbote errichtet worden. Auch der ÖPNV ist in der Region stark eingeschränkt. Zum Beispiel fahren zwischen Garmisch und Mittenwald während des Gipfels keine Regionalzüge. Und für Besucher aus Österreich zum Beispiel wird der Besuch erschwert, denn nicht nur auf der Straße soll es Grenzkontrollen geben, sondern auch stichprobenartig in Zügen. So viel zum G7-Gipfel. Abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.